damit dann willkommen hier aus Brooklyn, New York City. Langer Reisetag, endlich angekommen. Jetzt werden hier 2 Wochen Urlaub verbracht. Das Hotelzimmer, natürlich New York typisch klein, übersichtlich, mit modernem Bad. Kann man nicht meckern. Jetzt will ich eigentlich nur noch da rein. Wir sehen uns an den nächsten Tagen wieder, also bleibt dran. Alright, good morning. Tag 2, also gestern schon gar nichts gefilmt, eigentlich nur wirklich ein bisschen ausspannen, ein bisschen essen gewesen. Heute geht's B&H, Midtown, Manhattan, ein bisschen shoppen, umschauen. Meine Güte, es ist laut in New York. Also bis gleich. What we do here is go back. Nicht unbedingt ein Schönheitswettbewerb, aber wenn ihr Burger wollt, und das ist nicht irgendwie ein fancy Burger, sondern einfach Fast Food, einen richtig schönen Burger, Five Guys. Gibt nichts Besseres. Foto. Es gibt ja auch echt nichts, was es nicht gibt. Also wenn ihr irgendwas punkto Video, Foto braucht, das ist ein Traum hier. Videotrends 2017. Vloggen auf der Legria. Das geht auch noch. Oldschool. Dazu ein Ringlicht. Sieht ganz gut aus. Ich glaube, so ziemlich das Witzigste, was einem im B&H passieren kann, ist, dass einen die Verkäufer nach der Kamera fragen, die man gerade verwendet, anstatt dass man selber den Verkäufer fragt. Dass Macy's eines der größten Käuferhäuser ist, aber dass man tatsächlich 3-mal hier drin zu Starbucks gehen kann, das ist dann doch schon ein bisschen arg viel des Guten. Ich weiß gar nicht, wie viele Etagen es sind, 8 oder 9? Gestern noch nichts mehr gefilmt, irgendwie nach dem Shoppen. Und nach einem gemütlichen Morgen geht es dann heute mal Richtung Chelsea, eventuell, ja, nicht eventuell, auf jeden Fall zum Chelsea Market, eventuell vielleicht zum YouTube Space, mal gucken, was man da so Schönes machen kann. Und heute Abend gibt es dann mit Sleep No More eine Art Krimi-Dinner. Ja, mal gucken, wie das wird. Ich nehme euch auf jeden Fall wieder mit. Also, komm. Da hinten geht es zu YouTube, aber irgendwie wollten sie mich nicht reinlassen in YouTube Space. Dabei steht doch eigentlich irgendwas von Open Houses online. Eigentlich dachte ich, es wäre offener Zugang für YouTuber, aber gut, anscheinend wohl doch nicht. Oder ich war dann in der falschen Etage. Mal gucken. Ich schaue auf jeden Fall nochmal zu Hause nach. Okay, Sleep No More ist vorbei. Es waren jetzt irgendwie, ja, doch knapp 3 Stunden da drin. Also wirklich Immersive Theater. Es
ja, echt mal was Besonderes, was anderes. Und man versucht irgendwie so eine Szene zu folgen und dann plötzlich rennen alle wieder weg und dann spielt die nächste Szene weiter. Und man hat irgendwie viele Szenen auf einmal und weiß gar nicht, was so alles passiert. Gut, ich will auch gar nicht zu viel über dieses Theater selbst reden. Wenn ihr in New York seid, kommt am besten selber mal her. Ist nicht ganz billig, weiß ich, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und ansonsten schaut einfach mal online mit vorbei, was ihr da an Informationen finden könnt. Okay, ich kann euch jetzt hier nochmal die Masken zeigen, die man dann so nebenbei trägt, damit man auch irgendwie halbwegs anonym ist. Und ja, dann kann es auch mal passieren, dass man, so wie ich, dann einfach mal zweimal mit ins Schauspiel reingezogen wird und dann kommen halt eben diese komischen Knutschflecken zustande. 11:30 noch zum Essen gehen und dann irgendwie um 12:30 fertig werden, das geht auch nur in Manhattan. Jetzt aber wirklich Zeit ins Bett. Kleiner Tipp, nutzt immer die Express Trains von Amerika. Lohnt sich. Okay, einmal durchatmen im Central Park, ein bisschen das schöne Wetter genießen. Es ist ja wirklich immer wieder faszinierend, wie relativ ruhig das Ganze hier doch ist, so abseits des ganzen Verkehrslärms. Und ja, nebenbei ein bisschen Pokémon Go. Das Spiel ist immer noch aktiv, ne? Es ist natürlich nicht mehr so gehypt wie früher, aber es geht schon noch. Ja, und danach geht es noch schön was essen. Und ein ganz kurzes Update zwecks des YouTube Space. Ich glaube, da ist irgendwie so ein Deutsch-Englisch-Übersetzungsfehler bei mir aufgetreten. Open Houses steht mehr oder weniger für sowas wie Tag der offenen Tür und nicht wirklich für, hey, du kannst einfach rein, wann du willst. Also, naja gut. Vielleicht kann man die ja nochmal auf Twitter anschreiben und mal fragen, ob man da trotzdem irgendwie reinkommt. Sonnenuntergang Central Park hat auch schon was Schönes. Wobei der Sonnenuntergang gestern war noch ein bisschen schöner. Schön blutorange. Heute, ja, auch schön, aber ein bisschen mehr Standard. Music of Modern Arts, weil es ist kostenlos an Freitagen von 4 bis 8, glaube ich. Aber die Idee hat noch ein paar Leute. Es ist ein bisschen voll, aber ich glaube, da kann man doch mal an eine Tage wiederkommen. Lunch, Frühstück, irgendwie in die Richtung bei Jing Fong konsumiert. Ziemlich voll mittlerweile, aber es lohnt sich auf jeden Fall immer wieder hierher zu kommen. So, nach einem Käffchen geht es jetzt weiter durch Chinatown Richtung Soho, ein bisschen mehr Shopping und dann ja, mal gucken, was noch so ansteht. Store in Manhattan und ja, die Leute haben recht, das Licht da drin ist echt super zum Filmen. Eigentlich würde man die ganze Zeit sämtliche Videos da drin aufnehmen wollen, aber es ist dann doch ein bisschen sehr besedert.
Das war doch mal ein guter Tag, der mit einem richtig guten Essen geendet hat. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so gutes Essen hatte. Es ist zwar noch früh am Abend, aber trotzdem, ja, Tag war lang. Da kann man auch wieder zurück ins Hotel gehen. Also, bis morgen. Guten Morgen aus Brooklyn. Kalt geworden ist es. Irgendwie so knapp unter 0 Grad. Richtig schön knackig frisch. Ja, heute Frühstück von McDonald's im Hotel. Ganz entspannt. Und ja, dann wird es auch ein relativ entspannter Tag. Ein bisschen YouTube-Kram. Und dann mal gucken, ja, was der Tag noch so alles mit sich bringt. Nach ein paar Stunden entspannt arbeiten hier im Bett sind die Untertitel fürs morgige Video dann fertig. Jetzt heißt es nur noch den Blogpost schnell fertig schreiben, ja, damit auch alles veröffentlicht werden kann, ohne irgendwelche Probleme. Im Fernsehen laufen zwar den ganzen Tag Cartoons, was auch sehr lustig und unterhaltsam ist. Trotzdem, ich glaube, ich muss jetzt mal rausgehen. Ich sitze hier schon wieder einige Stunden im Bett. Ja, vielleicht Brooklyn Bridge Park und in der Nähe da irgendwo schön Pizza essen. Man muss ja dem T-Shirt auch irgendwie halbwegs gerecht werden. Das ist doch mal eine Pizza, die sich gelohnt hat, hierher zu kommen. Ja, spontan im Table 87 gewesen. Richtig gut für Pizza und eigentlich alles super. Und witzigerweise hat er noch nie jemanden so schnell den Nutella-Pizza-Pie verspeisen sehen. Meine Güte, das ist halt wie ein Crepe mit Nutella. War richtig gut. Jetzt jedenfalls hier in Brooklyn. Ja, es hat angefangen zu schneien. Es wird definitiv Winter. Neuer Tag, back in Chinatown. Da oben steht ein Studio. Auch mal ganz lustig, immer so vorbeizugucken. Man sieht sogar, ja, wenn man so reinguckt, sieht man so ein paar Requisiten, Wanddeko, was er da so alles hat. Und ja, jetzt geht's nochmal wieder zum Google Store, weil da will ich doch nochmal kurz irgendwie was kaufen. Dann noch mal ganz kurz Google Daydream. Recht lustig. Wobei ich sagen muss, dass mit dem Smartphone irgendwie ein bisschen arg pixelig ist das Ganze. Aber trotzdem sehr cool. Und jetzt auch so mal zu dieser Uhrzeit, wo es noch vor Feierabend ist hier in den USA, ist das Ganze nochmal relativ entspannt. Und da es bei Google gerade nicht direkt zu kaufen war, einfach mal kurz zu Best Buy.
Okay, der Best Buy hatte dann doch irgendwie keine Google Home mehr vorrätig, vermutlich weil einfach die Mitarbeiter jeden wirklich dahin geschickt haben. Irgendwie sind wir auch nicht dazu gekommen, noch woanders hinzugehen, von daher ja, in City Shops gewesen, jetzt zum Schluss nochmal in K-Town zum Armbrot-Essen. Ich habe, glaube ich, auch noch ein paar Clips gesehen. Jetzt noch ein Hot Cider Tea und dann einfach nur noch wieder zurück zum Hotel fahren. Ja, also bis dann. So, ich hoffe, man hört mich jetzt auch trotz der Baustelle, die ja gerade gegenüber ist. Wird schon wieder ein neues Haus aufgezogen hier in Manhattan. Jetzt gerade hier noch im The Glass Room gewesen, was eine Kooperation unter anderem von Mozilla ist. Und mal so ein bisschen illustriert, wo die Daten, die wir so überall hin links hinterlassen, so hin und her wandern, was alles mit Datensammlung möglich ist. Ist alles ganz interessant illustriert und naja, trotzdem nutzt man dann weiterhin alle seine Geräte wie bisher weiter und stellt das nicht irgendwie ein. Ja gut, das können wir machen. Da ist es dann doch schon wieder spät geworden und jetzt sind wir dann im Madison Square Garden. Hier gibt es dann da unten gleich Louis C.K., also mal schauen, wie das wird. Ich sollte mir definitiv mal angewöhnen, meine Vlogs auch mal vernünftig zu beenden. Gestern ist heute überraschend, also ziemlich gut gelöst für die Security. Aber es raus, dass er irgendwie, weiß nicht, total hier ist schon vielleicht ein bisschen von Dunkin' Donuts gefunden hat. Mal gucken, was heute noch so ansteht. Gutes amerikanisches Frühstück später ist man jetzt auf dem Boot Richtung Statue of Liberty und Ellis Island. Mal gucken, es ist ziemlich kalt draußen und der Wellengang sieht auch nicht gerade berauschend aus, also wird spaßig. Das da hinten ist Manhattan, irgendwo auf der Seite ist Ellis Island, wo es nachher gleich noch hingeht. Und dann hier hinter mir, hey guck, ich habe eine Europäerin gefunden. Die gute alte Statue of Liberty. Ja, ist schon beeindruckend groß, kann man sich kaum vorstellen, dass es wirklich ein Einzelteil per Schiff dann von Frankreich hierher gebracht wurde. Mal gucken, jetzt kann man hier noch ein bisschen umherspazieren und dann geht es nochmal Richtung Ellis Island. Ich will unbedingt nachschauen, ob da vielleicht ein Vorfahre mit meinem Nachnamen tatsächlich mal eingewandert ist. Das wäre mal ganz interessant zu wissen. Das Monument hier habt ihr sicherlich auch schon mal in anderen Vlogs gesehen. Das sind im Prinzip zwei große Ringe mit Metalltafeln und jede Menge Namen, sowie noch eine dritte Sektion, also insgesamt unterteilt in 3 Sektionen, je nach Jahrgängen sozusagen, mit insgesamt 500.000 Namen von Einwanderern in die USA, die hier durch Ellis Island im Prinzip
eingewandert sind. Und lasst uns doch mal kurz nachschauen, ob wir hier jemanden von mir finden. Okay, kein Boyster in den frühen Einwanderern. Ja, auch zwischen 93 und 95. Kein Boyster dazwischen. Auch nach 1995 kein Boyster in der Liste. Vielleicht sollten wir mal hinzufügen. Das da hinter mir ist das Hauptgebäude von Ellis Island, wo dann im Prinzip die gesamte Immigration stattgefunden hat. Wir sind jetzt einmal durchgelaufen. Viele große leere Räume. Klar, das war natürlich früher gefüllt hauptsächlich mit Menschen und Sitzmöglichkeiten. Ich habe mir ein bisschen mehr in Richtung Ausstellung tatsächlich noch gewünscht, anstatt jetzt nur Infotafeln und Auditouren. Aber gut, so ist das nun mal. Jetzt geht es zurück in Richtung Manhattan, grob die Richtung. Ja, dann sehen wir uns, glaube ich, morgens wieder. Zwar ein bisschen kalt und regnerisch und so richtig Bärwetter. Guter Tag, um drin zu bleiben. Später noch zum Museum of Modern Arts, aber jetzt erstmal schönes Mittagessen. Saftiger Bison-Burger. Definitiv gut. Das war es jetzt auch mit dem Museum of Modern Arts. Doch mal hier drin gewesen am Samstagnachmittag. Deutlich entspannter als der kostenlose Freitagabend. Jetzt ist hier Feierabend, das Museum wird geschlossen und dann mal gucken. Irgendwo noch einen Holiday Market finden, vielleicht noch wieder Cider trinken. Ja, vielleicht eine Kleinigkeit essen. Dann heißt es auch wieder zurück ins Hotel und morgen wird ein neuer Tag. Da sind wir wieder, ein neuer Tag, neues Glück, diesmal am Flatiron Building. Ziemlich flaches Gebäude, relativ interessant mal anzusehen. Aktuell ist ja auch noch so eine Kunstinstallation, wo eigentlich Hängematten drin sind, aber aufgrund des Wetters, weil es ein bisschen regnerisch und schneemäßig drauf war die letzten Tage, sind da jetzt natürlich keine Hängematten mehr. Gegenüber von mir ist das Empire State Building und in dieser Richtung befindet sich Italy. Da kann man jetzt nochmal schön was essen gehen, bevor es dann heute Abend ein etwas besseres Dinner gibt und dann auch irgendwann spät in der Nacht, um 11:30 Uhr abends, gibt es dann die Star Wars Kinovorstellung. Dürfte alles in allem ein recht interessanter Tag werden. Immerhin ist es mein Geburtstag, da kann man sich dann ja auch mal ein bisschen was Gutes gönnen oder auch mal einfach nur einen entspannten, schönen Tag machen. Also kommt mit. Wer sich jetzt unter Italy nicht wirklich was vorstellen kann, das ist im Großen und Ganzen eine ziemlich große, verwinkelte Kaufhalle, in dem es jede Menge kleine Shops gibt und auch Cafés, Eiscafés, kriegt hier jede Menge Restaurants mit zu verschiedenen Gerichten, also Pizza, Pasta, Fischgerichte und so weiter fort, kriegt ihr alles hier drin. Es gibt sogar ein Café, das hier nur Nutella-Sachen anbietet. Da bringe ich auch nochmal hin.
definitiv ein cooles Kino hier. Und jetzt auch der letzte. Und wer sieht's? Cursor auf dem Screen. Nee, ist aber schon echt cool hier, weil hier kann man die Sitze alle schön noch mit verstellen, ja. Rücken und auch Fußlehne. Sehr angenehm. Also wenn ihr mal irgendwie in New York hier am Times Square seid und ins Kino wollt, Dolby Cinema at AMC definitiv einen Besuch wert, auch wenn es natürlich dementsprechend dann ein bisschen teurer ist. Ja, $24 die Karte ist nicht ganz billig, aber es lohnt sich auf jeden Fall richtig, weil Sound und insgesamt das Kinofeeling sind die schon echt gut. 2:30 Uhr nachts, 42nd Street, mitten in Manhattan, ganz nah am Times Square und hier ist einfach mal gar nichts los. Wirklich gar nichts. Ich habe das hier noch nie so gesehen. Schaut sich an, da ist quasi nichts, bis auf vielleicht 2, 3 Autos, die jetzt mal vorbeikommen, aber ansonsten einfach gar nichts. Alter. Auch da hinten. So gut wie nichts los. Was ist denn hier? Ich meine, come on, ich stehe jetzt hier mitten auf dem Broadway. Einfach nichts. Gar nichts. Hier einfach mal selbst am Times Square, also gar nichts mehr los ist. Einfach nichts, nada niente, in keiner Richtung irgendwas los. Also vielleicht jetzt mal gerade eben natürlich jetzt im Shot genau 2 Leute. Und ja, Mutti wollte noch ein Selfie haben und von daher sollte hinhauen. Ja, damit kommt jetzt auch dieser Trip langsam zu einem Ende. Neuer Tag hier. Wunderschön sonniges Wetter, ein bisschen frisch und ein bisschen windig, aber doch wunderschön. Hier hinter mir ist noch wieder Manhattan zu sehen. Richtig schöner Blick von diesem kleinen Park aus und dann auf der, zur linken Seite hin ist dann Jersey City. Sie bemühen sich größer zu werden, aber an Manhattan kommt es glaube ich dann noch nicht an. Es ist wirklich ziemlich krass von jeder zu sehen, wie ja, dicht besiedelt das Ganze dann wieder ist. Jetzt geht's zum Flughafen JFK und dann mit dem Flieger nach Zürich, dann weiter nach Berlin, dann nach Hause. Also komm auch mit auf den letzten Abschnitt. No, I'm not a writer. Okay. Auf jeden Fall mal festhalten. American Airlines fliege so schnell nicht wieder. Ich meine, die Customer Experience war schon von Anfang an ziemlich scheiße. Irgendwie 1,5 Stunden ja, Check-in warten, weil dann irgendwelche Fehler aufgetreten sind. Und im Flug wird dann halt auch nicht irgendwie versucht, mal irgendwie das ja, doch sehr veraltete und schlechte Flugzeug mit gutem Essen zu machen. Also ja, ich glaube, zumindest in der Economy wird American mich damit so schnell nicht wieder begrüßen dürfen. Ich meine, diese 1,5 Stunden waren jetzt auch nicht mal irgendwie einfach nur ein normaler Check-in, sondern wirklich schon die Schlange selbst für die Leute mit Problemen. Vielleicht bin ich auch einfach nur schlecht drauf, weil im Flieger nicht so wirklich die Möglichkeit habe, zu schlafen. Und der Kaffee auch noch nicht wirklich wirkt. Ich brauche noch einen. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass ein Flughafen um diese Uhrzeit richtig cool ist? So komplett leer, eigentlich quasi wie Times Square. Kurze Security- und Passkontrolle später heißt es jetzt dann warten. Knappe Stunde. Erst dann mit meinem neues Gate für den Anschlussflug nach Berlin bekannt gegeben. Das heißt, ich setze mich jetzt hier irgendwo gemütlich hin. Bestenfalls in der Nähe eines Klos. Und ja, dann sehen wir uns gleich in Berlin wieder. Zack, sind wir auch schon in Berlin angekommen, ab ins Auto, nach Hause fahren. Und ja, ich sage danke an euch, dass ihr auf diese Reise mitgekommen seid. Wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt, schaut euch links und rechts noch irgendwie mit vorbei oder klickt da oben in der Ecke auf Abonnieren noch oben mit drauf. Das ist die Ecke? Die Ecke? Ich weiß gar nicht welche Ecke, eine von beiden Ecken. Ja, und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video, im nächsten Tutorial, Reisevlog, was auch immer wieder. Bis dann, ciao.